Die Longue Durée, die Geschichte von der langen Dauer, ist ein Begriff aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, eng verknüpft mit dem Historiker Fernand Braudel. Bis zu diesem Zeitpunkt war man davon ausgegangen, dass die Geschichte nichts weiter sei als die Abfolge großer Männer, die in einem ewigen Auf und Ab der Geschichte die Geschicke der Welt lenkten. Das, so Braudel und andere Anhänger seiner Schule, der sogenannten École des Annales, sei kompletter Unsinn. Geschichte wurde durch viel mehr bestimmt als durch einige Männer, deren Namen man sich zufälligerweise gemerkt hatte. Die Kernthesen seiner Theorie veröffentlichte er in seinem ursprünglich dreibändigen Werk Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Von Spanien. Jeder Band dieses Werkes widmete sich einer Etage seines Geschichtshauses. Das Erdgeschoss wird gebildet von sich kaum oder bestenfalls langsam verändernden Strukturen, wie das Klima, die geografische Umgebung der Menschen, das Blühen und Vergehen. Diese Strukturen, sagt Braudel, sind wesentlich wirkmächtiger, als wir uns das so im alltäglichen Leben vorstellen können. Als Beispiele benennt er den Feudalismus, die in Europa vorherrschende Herrschaftsform über immerhin doch 1000 Jahre, bei der Zusammenhalt durch persönliche Abhängigkeiten begründet wurde. Oder ein weiteres Beispiel, das er anbringt, ist Ägypten, dessen Strukturen immerhin gut 3000 Jahre überdauerten. Oder schauen wir direkt vor unserer Tür. In Oldenburg mögen Herzöge regieren, die NSDAP bereits 1932 an die Macht kommen oder wechselnde Landesregierungen wechselnde Schulreformen auf den Weg bringen. Das Land zwischen Weser und Hunte bleibt flach und das Wetter schlecht. Ein Umstand, der Braudel zufolge erheblichen Einfluss auf Geschichte und Politik hat. Ein Stockwerk weiter oben finden sich in Braudels Theorie sich etwas schneller veränderte Umstände, die innerhalb von 1 bis 2 Jahrhunderten ihre Form wandeln mögen. Hier finden wir uns auf der Geschichte der Staaten, Gesellschaften, Kulturen usw. wieder. Konjunkturen ist das Wort, das Braudel dafür verwendet, und der bekannteste Konjunkturzyklus, der uns sofort einfällt, ist logischerweise der Wirtschaftszyklus. Während wir vielleicht glauben, dass auf dem Dachboden spannende Dinge versteckt sind, Sachen, die sich zu erforschen lohnen, meint Braudel, dass die hier gelagerten Dinge, nämlich die Ereignisse, das menschliche Handeln, weit weniger interessant ist als die beiden unteren Stockwerke. Auf dem Dachboden also liegen die Dinge, die sich üblicherweise in den traditionellen Geschichtsbüchern finden. Kriege, Bündnisse, dynastische Heiraten und dergleichen mehr. Erst wenn ich mir also alle 3 Etagen anschaue, und jetzt fängt mein Bild an zu hinken, den schnelllebigen Dachboden, den etwas langsamer schwingenden ersten Stock und das gemächlich dahingleitende Erdgeschoss, erst dann, so Braudel, werde ich der Longue Durée der Geschichte, also der langsamen Zeitläufe der Geschichte und vor allen Dingen der Geschichte in ihrer ganzen umfassenden Bedeutung eigentlich gerecht.